闇を欺いて切なを交わして刃すり抜け奴らの隙をつけ貫いた思いが未来を開く Like a burning soul 熱く Like a burning soul 血脈に刻まれた因縁に浮き上がる消えない誇りの絆握りしめてEpisode 1 Lizenz zum Dürfen. Oh, Mademoiselle, welch Privileg, die Musikustochter hier bezaubernd wie immer begutachten zu dürfen. Wurm, das war eindeutig der falsche Ansatz. So wird das nichts mit der Knackung der Mademoiselle Louise. Machen Sie ihr doch mal lieber subtil ein Kompliment. So machen wir Adelsleute das zumindest. Diese Blume ist genau wie Sie. Jung, frisch, knackig und unverwelkt, was meinerseits besonders gefällt. Deshalb möchte ich würde ich es gerne anpacken, Sie nach einem Rendezvous zu fragen, denn ein Rendezvous mit Ihnen wäre, halten zu Gnaden, durchaus geil, ja, also. Das ist der Wurm. Mit einem Alter von über 270 Jahren ist er der berüchtigte Held dieser Geschichte. Aber wo sind denn meine Manieren? Ich habe mich ja noch gar nicht vorgestellt. Nennen Sie mich Kay. Meine Aufgabe ist es, Ihnen mit Hilfe meiner Kommentare ein verständliches Seherlebnis zu garantieren. Dabei werde ich mich stets kurz fassen. Ich habe keine Intention, Ihre Zeit zu verschwenden. Da können Sie mir vertrauen. Ich habe keinen Grund zu lügen. Wie auch immer. Gerade ist der Wurm dabei, die Mademoiselle Louise aufzureißen. Unterstützt wird er von Walter, seinem etwa gleichaltrigen adligen Mitstreiter. Ihm ist noch nicht bewusst, dass dies nur der Anfang einer unglaublichen Reise zur Knackung der Mademoiselle sein sollte. Ekelhaft, Wurm. Erinnern Sie sich doch an damals, als Sie 1798 mit meiner Hilfe die Mademoiselle Brünnhilde für sich begeisterten. Denken Sie daran, wie Sie Ihr Herz öffneten. Ja. Verehrte Jungfer, wo wollen Sie denn so plötzlich hin? Ich als 200er wirke des Adels schon durchaus sehr lange angehörig. Der Präsident ist mir gewogen. Nein, Wurm, so nicht. Mal davon abgesehen, dass Sie nicht adlig sind, sind Sie wohl noch nicht im Jahre 2019 angekommen. Heutzutage findet Ihre Adelsmasche nämlich einfach keinen Anklang mehr. Wir 250er müssen uns mal etwas mehr an die moderne Zeit anpassen. Nur einen Hoodie zu tragen, um damit hip zu wirken, reicht anscheinend nicht aus. Diese Erfahrung musste ich leider auch schon machen. Gehen Sie bitte weg. Oh, Mademoiselle, sind Sie etwa eingeschüchtert? Ich glaube, es fehlt Ihnen nur ein bisschen an Lebenserfahrung, die ich Ihnen voraus habe. Mit unserem
knappen Altersunterschied von 240 Jahren könnte ich Ihnen noch so einiges beibringen. Ich bin schon vergeben. Meinerseits, nämlich an Sie. Die Papiere unserer Heirat liegen schon des Vaters Schreibtisch bei. Ich geb's auf, Wurm. Sie suchen sich meinen Vater zur Hilfe? Wie erbärmlich. Einem Liebhaber, der sich meinen Vater zur Hilfe sucht, dem traue ich keine hohle Haselnuss zu. Lustig. Hohle Haselnuss. Hohle Haselnuss. Schon Bock, Sie Hammerteil? Bleiben Sie mir bloß fern. Oh, Sie knacke ich mir noch, Mademoiselle Louise. Walter, dieser Knackungsversuch ging daneben. Ja, Wurm, bei Ihren ekligen Worten hätten Sie auch nichts anderes erwarten dürfen. Beim nächsten Knackungsversuch der Mademoiselle Louise müssen wir wohl etwas rabiater vorgehen. Um Gottes Willen, Wurm! Seien Sie froh, dass Sie noch nie Luises Freund, dem Ferdinand, über den Weg gelaufen sind. So wie Sie mit der ihm Versprochenen umgehen, würde er kurzen Prozess mit Ihnen machen. Übrigens, kommen Sie in mein Büro. Ich habe einiges mit Ihnen zu besprechen. Ja, arbeiten wir an der nächsten Knackungsstrategie der Jungfer. Ekelhaft! Weiter! Oh Gott, Wurm! Wie häufig haben Sie noch vor, sich junge Abiturientinnen zu gönnen? Schnappen Sie sich doch lieber ein paar Damen in unserem Alter. Diese alten Schachteln? Kennen Sie Karotten? Ja? Ich brauche einen jungen, knackigen Snack wie diese Jungfer Louise. Bei der nächsten sollten Sie vielleicht etwas taktvoller rangehen. So leicht gebe ich nicht auf. Diese Mademoiselle ist etwas ganz Besonderes. Bei ihrem Anblick regt sich bei mir noch was. Eklig, Wurm. Schon seit 2 Jahrhunderten nun helfe ich Ihnen, Ihre ekligen Ambitionen gegenüber jungen Damen zu verwirklichen. Aber ich habe langsam genug von Ihrem Ekel und kündige hiermit unsere Geschäftsbeziehung. Walter, wie meinen Sie? Ich bin auch nach 270 Jahren noch fit wie ein Turnschuh. Ihr einflussreiches Amt und mein Können haben noch jede Jungfer geknackt. Sie haben sich doch auch immer gerne ein Stück vom Kuchen abgeschnitten. Im Gegensatz zu Ihnen merke ich langsam, wie mir mein Alter zu schaffen macht. 221 Jahre nun bin ich schon Inhaber des Präsidentenamts. Wir werden wohl nicht auf ewig so weiter plaudern können. Oh Gott, Walter, wir beide sind doch schon so lange miteinander vertraut. Sie können doch jetzt nicht einfach den Löffel abgeben. Unsere Intrigen konnte noch niemand aufhalten und Sie sind mir ja auch sehr gewogen. Wurm, ich merke ja, wie scharf Sie auf mein Amt sind. Und ich glaube auch, dass Sie das Potenzial haben, eines Tages dieses würdig zu werden. Sie können sich allerdings nicht einmal im Ansatz vorstellen, wie wichtig und stark dieses Präsidentenamt ist. Also kann ich es Ihnen nicht so einfach überreichen. Um dieser Verantwortung gerecht zu werden, können Sie an einem Wettstreit teilnehmen, welcher den Nachfolger meines einzigartigen Amts nach meinem Tode bestimmen wird. Nanu, wo sind wir denn hier reingestolpert? Bevor Sie noch größerer Verwirrung verfallen, erlauben Sie mir etwas Licht ins Dunkel zu bringen. Luise kennen Sie ja bereits. Der übermotivierte Zeitgenosse hier ist Ferdinand, der Geliebte von Luise. Wobei, wenn Sie den Kommentar erlauben, in letzter Zeit ist deren Beziehung etwas am Bröckeln.
Aber machen Sie sich doch gerne selbst ein Bild davon. Da bin ich, mein Geliebter. Ist ja wirklich ein Jammer, dass keiner der Degen getroffen hat. Aber es ist ja süß, wie viel Mühe du dir gegeben hast, das hier alles aufzubauen. Meinen Glückwunsch. Ich weiß, wann ein Mann sich geschlagen geben muss. Und als Zeichen meiner Anerkennung habe ich dir ein Geschenk mitgebracht. Seit 4 Jahren bin ich nun schon mit Ferdinand zusammen. Irgendwann hat er damit angefangen, mich als Zeichen seiner Liebe immer mit seinen Offiziersdingen abzuwerfen. Und er hat sich stetig reingesteigert. Ich habe es mittlerweile satt, so behandelt zu werden. Aber anstatt ihn einfach abzuservieren, drehe ich den Spieß um. Wird ja mal Zeit, dass er mir ein Geschenk macht. Meine Luise wurde diese Woche noch von keinem meiner Offiziersdegen getroffen. Weicht sie meiner Liebe aus? Das ist hochgradig frech. Sie ist sogar so gewieft, dass ich heute schon meinen Trumpf ausspielen muss. Getroffen! Fühlst du meine Liebe? Genau das ist einer der Gründe, warum mir Ferdinand so auf die Nerven geht. Ihm ist sicherlich nicht einmal bewusst, dass jede andere Person schon längst mit ihm Schluss gemacht hätte. Ist dir was zugestoßen? Du siehst so durch den Wind aus. Ist das jetzt dein Scheißernst? Ja, da ist wirklich was. Heute hat sich so ein alter Knacker an mich rangemacht. Er wollte einfach keine Ruhe geben. Solche Frevel gestatte ich nicht. Ich werde um meine Luise bis ans Ende meiner Tage kämpfen. Warum redest du auf einmal wieder so altertümlich? Kein Hindernis aus Stein hält Liebe auf. Was Liebe kann, das wagt sie auch. Deine Lieblingspassage, nicht wahr? Das war vor 4 Jahren. Gehen wir mal wieder ins Theater? Mal schauen, ob mir danach ist. Wir sollten aber erstmal diese Präsidentenwahl hinter uns bringen. Ein Wettstreit? Es handelt sich hierbei um eine Präsidentenwahl. Ich habe sorgfältig und nach langer Überlegung 7 Leute, die mir in den letzten Jahren aufgefallen sind, ausgewählt, weil sie von extremer Entschlossenheit strotzen. Sie, Wurm, sind einer davon. So wie Sie nach der Mademoiselle Louise schmachten. Wer, ich? Ja, Sie! Sie sind der letzte dieser 7 sogenannten Amtsanwärter. Ich werde Ihnen währenddessen übrigens keinerlei Vorteile geben. Ich bin lediglich ein Beobachter, der am Ende dem Gewinner mein kostbares Amt vermacht. Heute geht der Wettkampf offiziell los. Und wie gewinne ich da? Das ist den Amtsanwärtern überlassen. Ihr könnt abstimmen oder euch bis auf den letzten aus dem Rennen hauen. Wer auch immer am Ende würdig ist, gewinnt. Diese Person kann dann mit dem Präsidentenamt die Welt zu deren Gunsten verändern. Die Welt verändern? Wenn Sie all die Jahre im Besitz dieses Amtes waren, wieso erzählen Sie erst jetzt von der Macht, die es eigentlich birgt? Ich half bis jetzt, wo ich konnte. Und ich nutzte es auch, damit wir gelegentlich die Tickets zum Eintritt in die Höschen der Everstöchter lösen konnten. Wissen Sie, nur so erlangten wir unsere Lizenzen zum Dürfen. Allerdings vermied ich es, mich in den Verlauf der größeren Weltgeschehnisse einzumischen. Mein Nachfolger kann natürlich selbst entscheiden, für welche Zwecke er das Präsidentenamt nutzen will. Es wäre bestimmt möglich, mit dem Amt zu einer Art Gott zu werden, falls er danach trachtet. Woran erkenne ich die Amtsanwärter? Ich gehe davon aus, dass nicht alle Amtsanwärter so adlig wirken wie ich. Eine Möglichkeit ist es, die Amtsanwärter anhand der jeweiligen Amtsinsignien zu erkennen. Jeder Anwärter hat einen individuellen speziellen Gegenstand, der ihm neben dem Recht an der Präsidentenwahl teilzunehmen, auch übernatürliche spezielle Fähigkeiten verleiht. Aber diese Amtsinsignien selbst zu identifizieren, ist ihrem Intellekt überlassen. Oui, oui, je comprends. Ich werde die Amtsinsignien der anderen Amtsanwärter im Nu identifizieren. Ich wirke immerhin hochgradig adlig und bin auch sehr klug. Ich kann sogar lesen. Ja? Ja, sehr gut, Wurm. Er macht ihn neugierig. Ich sagte zwar, ich würde Ihnen nicht helfen, aber aufgrund unserer langjährigen Bekanntschaft gebe ich Ihnen einen Geheimtipp. Der Liebhaber dieser Mademoiselle Louise, der Ferdinand, ist auch einer der 7 Amtsanwärter. Also passen Sie lieber auf. Was ist denn meine Amtsinsignie?
An diesem Ort ist Ihre Amtsinsignie versteckt. Viel Glück, Wurm! Mit diesem Präsidentenamt könnte ich bei der Mademoiselle Louise flexen. Ich werde damit endlich in den Adel aufsteigen. Die Mademoiselle wird mich nehmen, wenn sie dann meinen wahren Adelsstand sieht. Oh ja! Oh! So wurde der Wurm also zu einem Amtsanwärter. Ob er sich wohl gegen seine 6 Kontrahenten durchsetzen wird? Ohne jetzt zu viel zu verraten, wird der Wurm im Zuge der Präsidentenwahl noch an sehr außergewöhnlichen Ereignissen teilhaben. Bitte nicht. Ich finde sogar. Sind Sie auch einer der 7? Wir können da was aushandeln. Ich bin ja eigentlich nur ein D-Fromm, aber als Präsident wird es die schönsten Frauen im Lande mit betreiben. Sie können sich auch gerne ein Stück vom Kuchen abschneiden, wenn Sie danach durstet. Oder auch mehrere Stücke. Alle Stücke. Nein. Oh, nein. Wie mies.